Hallo Leute, ja, willkommen zurück zum Data Rant Podcast. Heute schon Folge Nummer 4. Krass, wie schnell wir den Content rausballern, Ora. Freut mich richtig geil. Äh, Heute ist auch ein wahnsinnig geiles Thema. Für Business Leader auf jeden Fall super interessant. Wie könnt ihr die Qualität eures Zulieferers beurteilen? Und für Entwickler im Bereich Data, wie ihr einen Riesenschritt nach vorn machen könnt in eurer Implementierung, wie ihr deutlich, deutlich schneller werdet und wie ihr einfach auch eure Teams skalieren könnt. Genau, aber vorher, nicht zu viel spoilern, vorher kommt natürlich wie immer der Recap von der letzten Woche. Oral, hi, wie geht's? Was Ja, ist hi, dein Recap? mir geht's gut. Mein Recap ist, also auch jetzt nicht unbedingt so ein neues Learning in dem Sinn, aber es ist mir nochmal bewusster geworden, dass Data eigentlich so eine Business-Disziplin ist. Wir reden immer sehr viel über Tech. Auch hier haben wir bisher sehr viel über Tech geredet. LinkedIn ist voller Sachen, die sich um Tech drehen im Data-Bereich. Aber eigentlich geht's ja viel mehr darum, eine Frage, die das Business hat, zu beantworten oder Fragen, die das Business hat, zu beantworten. Und da geht's halt einfach darum, dass man pragmatisch vorgehen kann und halt diese Antworten irgendwie generiert. Und klar, manchmal braucht man dafür natürlich auch die Diskussion darüber, was man für Tools verwendet. Aber mir ist diese ganze Diskussion da viel zu dominant, diese Tech-Diskussion. Und die ist meistens halt auch nicht zielführend, aber es ist natürlich auch immer für viele Leute cool, sagen zu können, sie haben mit diesen und jenen Systemen gearbeitet. Und das ist dann halt auch irgendwie schon nachvollziehbar. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich das nicht verstehe, aber gerade so als Selbstständige sollten wir uns, glaube ich, viel mehr darauf fokussieren, ja, was das eigentliche Outcome am Ende des Tages ist. Genau. Was hast du denn als Recap, Uli? Ja, so was Ähnliches. Also, ich habe die letzten 2 Wochen gemerkt, dass das einfach eine super interessante Zeit, ein wirtschaftlicher Umschwung so in Europa, in Deutschland ist. Und man muss einfach bereit sein, 10-mal das gleiche Feature zu entwickeln und beim 10. Mal wieder alles zu löschen und wieder komplett von vorne anzufangen und zu sehen, ich hab nicht in die richtige Richtung entwickelt. Ich muss den Geschäftswert einfach besser unterstützen. Und da muss man einfach so schnell und so agil aktuell unterwegs sein, weil der Druck von allen Seiten technologisch und im Geschäft so hoch wird, so irgendwie so Digitalisierung oder stirb oder du musst aus deinen Daten super schnell Mehrwert schöpfen oder deine Firma steht vorm Abgrund. Und da muss man einfach als Entwickler vor allem, der sich dann natürlich auch in seine Arbeit im letzten halben Jahr irgendwie verliebt und da auch einen großen Teil seines Lebens damit beschäftigt hat, einfach super trotzdem bereit sein, einfach zu sagen, okay, egal, ich hab's nicht ganz getroffen. Oder in der Zwischenzeit haben sie wieder die Anforderungen geändert. Ich muss nochmal von vorne anfangen. Ich muss das irgendwie schneller oder ich muss es anders implementieren, damit ich andere Datenquellen zur Verfügung habe oder dass ich die Daten nicht in der Cloud verarbeiten muss und so weiter. Da ist ja so viel im Umbruch und wirklich, also man, man muss, wie du schon sagst, man muss diese Daten als Produkt sehen und das zugrunde liegende Technologie, die das Produkt bereitstellt, muss man jederzeit bereit sein, komplett zu verändern und zu sagen, jetzt fahre ich mit dem Zug und nicht mehr mit dem Bus. Oder ich komme trotzdem an mein Ziel, aber halt mit einer anderen Methode. Und Ja, da muss man als Entwickler und als Manager natürlich auch bereit sein, die ganze Zeit das zu hinterfragen und besser zu werden und schneller zu sein. Ähm, und es gibt natürlich auch nicht die eine Lösung, die man im Voraus weiß, sonst würde es jeder machen und sonst wäre es leicht. Aber um gut zu sein, habe ich rausgefunden, um gut zu sein, muss man Dinge 10-mal, 15-mal machen und schon fast fertig sein und komplett neu starten. Das ist ja, das, was ich die letzten 2 Wochen gelernt habe. Ja. da ist halt echt die Herausforderung, dass sich einfach die Welt drumherum auch einfach teilweise sehr schnell verändert. Ne? Also Wahnsinn. Ja. ist halt nicht so, dass das über Jahre hinweg konstant ist, sondern die Datenquellen verändern sich, die Lasten, mit denen man zu tun hat, verändern sich und da muss man einfach flexibel sein. Idealerweise möchte man natürlich irgendwie einmal implementieren und ist fertig, aber die Realität sieht halt eigentlich fast immer anders aus und da muss man
irgendwie schon was Flexibles aufbauen, womit man halt auch gut reagieren kann und im Idealfall vielleicht auch nicht wieder immer von Null anfangen muss, aber zumindest Hoffentlich, ja. ja signifikant quasi Transformationsprozesse durchführen kann, ohne dass man ja bei seiner Lösung bleibt, die jetzt halt vielleicht ein Jahr oder 2 oder vielleicht auch 5 Jahre funktioniert hat, aber die Welt hat sich in der Zeit halt verändert. Ja. Schöne Überleitung eigentlich zu dem, was man tun kann oder wie wir sicherstellen, dass wenn sich die Welt verändert, dass unsere Software immer noch ähm, funktional korrekt ausgeführt wird, dass die Daten funktional korrekt und semantisch korrekt in das richtige Feld und an den richtigen Ort geschrieben werden und dass man auch sein Team skalieren kann mit größeren Anforderungen und in der Zusammenarbeit mit anderen und ja, da braucht man da braucht man eine Methode, die inkremental oder die integral, nicht inkremental, integral verantwortlich ist, um die Qualität und die Korrektheit von diesen Data Pipelines und Datenprodukten sicherzustellen. Was ist das, Aurel? Ja, ist eigentlich der ganze Qualitätssicherung, Testen, statische Analyse, die ganze Thematik darum einfach, wie wir halt sicherstellen können, dass die Sachen so funktionieren, wie sie sollen. Zumindest wenn sich nichts ändert außerhalb unserer Welt sozusagen. Und wenn sich was ändert, dass wir das möglichst schnell halt mitbekommen, so dass wir halt darauf reagieren können und zumindest die Daten, die im System landen, irgendwie valide Daten sind. Also selbst wenn wir jetzt zum Beispiel eine API konsumieren, eine externe API von einem Drittanbieter, dass wir halt, wenn die sich ändert, im schlimmsten Fall halt irgendwie die Daten halt nicht mehr in unser System aufnehmen. Aber noch schlimmer wäre es, aus meiner Sicht zumindest und aus meiner Erfahrung, wenn wir Daten halt aufnehmen, die halt überhaupt nicht mehr stimmen, wenn dann zum Beispiel Temperaturen irgendwo anders stehen oder also nicht mehr in dem Temperaturfeld, sondern plötzlich woanders landen oder halt die ganzen Daten dadurch korrupt werden. Das muss man einfach, glaube ich, vermeiden, weil sonst kann man seinen Daten halt nicht vertrauen und wenn man den Daten nicht vertrauen kann, dann hat man eigentlich das größte Problem und da reichen ein paar wenige Datensätze zu, die quasi fehlerhaft sind und das Vertrauen in die Daten ist halt komplett ruiniert. Genau. Ja, das habe ich schon auch schon mitgekriegt, dass praktisch eine Bestellung über 1 Million war an Wert. Und dann war die Durchschnittsbestellung am Tag irgendwie komplett Ja, anders wie erwartet. Und ja, das war einfach ein Punkt statt einem Komma gepasst und zack. genau. Das sind natürlich so ganz gemeine Sachen. Geld, Daten, also Datenformate, Zeitformate, das sind so Sachen, die können echt schnell schief gehen. Das muss man halt auch einfach testen und das kann man ja auch gut testen, weil man kann ja im Endeffekt Testdaten mocken, so synthetische Daten im Endeffekt, die einigermaßen realistisch widerspiegeln, was passiert. Und das ist zwar erstmal ein relativ großer initialer Aufwand, aber es lohnt sich halt, weil man damit die gesamten quasi Transformationen, die man macht, eigentlich alle testen kann. Und das ist ja so eine Transformation betrachtet, weiß man ja eigentlich irgendwie genau, was reingeht und was rauskommen soll. Und damit kann man eigentlich wunderschön Unit-Tests bauen, wenn man halt diesen Aufwand betreibt, dass man einmal sich einen Datensatz oder eine Datensätze erzeugt, die repräsentativ für die Daten in der echten Welt sind. Das ist, je nachdem, mit was für Daten man arbeitet, natürlich schon, ja, ist schon nicht so einfach, würde ich sagen, aber es geht halt. Muss man halt bereit sein, diesen Weg einmal zu gehen. Und das finde ich ist immer dann cool, wenn man halt auch weiß, dass das Problem, was man lösen möchte, irgendwie einmal gelöst wird und das auch das Problem ist, was man eigentlich lösen möchte im Business. Auf der anderen Seite, wenn du praktisch eine Datentransformation schreibst und gar nicht weißt, wie die Daten eigentlich aussehen und du verlässt dich praktisch auf irgendeinen Requirements, Ja, dann ja, entwickelst du ja immer gegen ja. eine Idee von einem Zustand, der natürlich in der Realität oftmals davon abweicht. Ja, ist halt immer die Frage, wie klar ist, wie die Daten eigentlich aussehen. Ne? Also in vielen Projekten, in denen ich unterwegs bin, ist halt auch so, dass da am Anfang so ein explorativer Teil erstmal stattfindet.
und man erstmal gucken muss, wie die Daten eigentlich überhaupt aufgebaut sind, welche Struktur die haben, welches Schema die haben, wie die auch zusammenhängen vielleicht mit anderen Daten. Und das ist dann halt so ein iterativer Prozess. Das kann man dann gar nicht immer so genau sagen, weil man dann halt irgendwie Transformationen baut, die das, was man bisher kennengelernt hat, halt irgendwie transformieren und irgendwann stellt man fest, oh, da gibt's aber noch ein paar Sonderfälle. Das ist gar nicht so einfach, das irgendwie mitzukriegen. Und da muss ich auch tatsächlich sagen, da kommt man mit Testen auch nur begrenzt weit, weil man halt diese Menge an Grenzfällen, die es halt in den Daten dann teilweise gibt. Und in echten Daten gibt es einfach so viele solcher Grenzfälle, dass man da halt schwer alles abbilden kann. Aber zumindest, wenn man schon weiß, wie die Daten aussehen und die auch vielleicht für diesen Analytics-Use-Case irgendwie schon entworfen wurden, die Daten, dann hat man natürlich immer eine gute Möglichkeit zu sagen, okay, so sollten die aussehen und hoffentlich hat man halt irgendwelche Data Quality Checks einfach vorher schon, die zumindest dafür sorgen, dass die Daten, die halt reinkommen, wirklich nur die sind, die halt passen sozusagen. Und wenn du jetzt von Analytics sprichst, da ist das ja eigentlich zum Beispiel in der Anomalie Detection, ist ja Ja, genau dieses eine Promille oder das Zehntelpromille, das du finden willst, die ja, Anomalie. Und auch die musst du theoretisch ja richtig in dein System übernehmen und die Datenpunkte richtig, das heißt, du musst halt ein krasses Datenwissen haben, um das praktisch im Voraus in der Spezifikation abzufangen. ja, Aber wenn du spezifizieren könntest, dann könntest du ja auch Anomalie Detection prozedural und explizit definieren. ja, Und das ist ja die Herausforderung jetzt gerade bei uns im Big Data Bereich, dass du praktisch Muster erkennst aus Daten, die oder Anomalien erkennst, die du vorher nicht kanntest oder wo du sagst, die sind vorher nicht so in meinem Datensatz gewesen. Ja, wie gehst denn du damit um, wenn äh, fängst du das auch irgendwie ab, dass du sagst, okay, ich habe jetzt zur Entwicklungszeit irgendwelche Beispiele und Datensamples, gegen die ich entwickle? Und was passiert, wenn ich Datensamples finde zur Laufzeit, die ich so noch nie gesehen habe und wo ich vielleicht ein Problem habe, die äh, zu verarbeiten? ja. Also alles, was ich kenne, versuche ich halt irgendwie synthetische Daten zu erzeugen. Meistens geht das dann halt auch, muss man halt wie gesagt einmal diesen Aufwand betreiben, aber die kann man dann halt auch oft wiederverwenden für diese ganzen Fälle, die man da betrachtet. Und ja, wenn zur Runtime ist halt immer ein guter Punkt, eine Validierung zu haben oder irgendeine Typsicherheit zu erzeugen. Egal, ob man das jetzt in quasi Pydantic zum Beispiel in Python macht oder ob man direkt Rust oder Scala verwendet. Da gibt es schon verschiedene Wege. Und in dem Moment, wo man halt irgendwie Daten sieht, die da auch gar nicht zutreffen, also die in dieses Datenschema halt nicht reinpassen, dann halt immer irgendwie entweder direkt eine Exception werfen, die man halt irgendwo abfängt, oder zumindest das Ganze irgendwie wegloggen. Weil wenn man das halt hat, dann kann man halt mit seinem Observability Stack oder seinem Monitoring oder was auch immer man da genau hat, halt schon sehen, okay, hier ist irgendwie ein Problem aufgetreten. Und im Idealfall hat man auch dann dieses problematische Datenset, was man irgendwie einlesen oder verarbeiten wollte, natürlich auch mit in diesem Log drinstehen. Da muss man halt immer ein bisschen aufpassen, womit man arbeitet, weil es gibt halt manchmal so Datensets, wo halt irgendwie personenbezogene Daten drinstehen oder so Mitarbeiterdaten sind oft kritisch, weil man da theoretisch eine Art von ja, automatischer Leistungskontrolle machen könnte. Und das ist halt zumindest in Deutschland halt immer ein sehr kritisches Thema. Da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Ähm, also einfach, dass man guckt, dass solche Daten dann zumindest irgendwie gekappt werden und man da halt nicht komplett automatisiert dann auswerten kann, zwingend. Aber damit erreicht man zumindest, dass man diese ganzen problematischen Datensets oder Eingangsdaten, die man bekommt, einfach verarbeitet oder verarbeiten kann danach. Dafür Tests schreiben kann und vor allem auch nachvollziehen kann, wieso das einem eigentlich um die Ohren geflogen ist. Weil ganz schlimm ist halt, wenn man sagt, ja, Ingestion failed oder irgend sowas und dann halt gar nicht weiß, was eigentlich passiert ist, wie will man das denn fixen. Also ist nicht so einfach. Deswegen Logging ist halt auch wie in der normalen Softwareentwicklung im Endeffekt. Wenn man alles, was Fehler sind, sollte man immer loggen und alles, was ja so normale Dinge sind, sollte man halt gucken, wie viel man loggt. Aber ja, ist zumindest meine Herangehensweise an die Sache.
Ja, super interessant und jetzt gerade auch, wenn man die Verbindung zum Software Engineering praktisch Ja, sieht, was ist denn was sind die Gemeinsamkeiten? Jetzt als Data People haben wir ja nicht so eine Verbindung zum Software Engineering. Vieles sind eher Statistiker, Data Scientists, ja, Biologen, Bioinformatiker, Wirtschaftswissenschaftler und so weiter, die praktisch über praktisch diese Schiene Richtung Data Pipelines ja, entwickeln. Jetzt, wenn ich wenn du kommst eher aus dem Softwarebereich und ja. Softwareentwicklungsbereich, was sind da die Gemeinsamkeiten? Wo könnte ich praktisch als Entwickler starten und mir was einlesen? Und wo würdest du sagen, hey, da müssen wir aufpassen, da ist das Testen im Data-Bereich äh, stark verschieden oder unterscheidet sich zum Testen im klassischen Software Engineering? Ja, ja, im Software Engineering hat man ja erstmal schon so verschiedene Arten von Tests, also so zum Beispiel Unit-Tests, Integration-Tests, End-to-End-Tests, solche Geschichten, wo man halt verschiedene Level oder verschiedene Komponenten auch komplett testen kann, so dass man halt möglichst umfangreich sozusagen das Verhalten der Anwendung im Test beschrieben hat und es eigentlich keine Fälle gibt, die man da halt irgendwie nicht mit vorsieht. Das ist halt insofern ganz praktisch, dass sag ich mal, eine Software halt oftmals von außen einfach bedient wird. Oder in irgendeiner Form, egal ob das jetzt ein API-Request ist oder ob das jetzt eine Nutzerinteraktion über eine GUI ist oder irgendwas. Aber das kann man halt relativ gut irgendwie modellieren. Im Data-Bereich ist halt insofern schwierig, dass man halt irgendwie automatisiert Daten abruft oder davon Daten von irgendwo bekommt und man da halt nur begrenzt viel Kontrolle drüber hat, ganz oft. Also zumindest in den meisten Projekten, in denen ich bin, sind die Datenquellen halt einfach nichts, was man mal so schnell verändern kann. Das sind halt Systeme, die irgendwie existieren. Und wenn man Glück hat, kann man irgendwie mit den Herstellern dieser Systeme dann halt schon reden und gucken, dass man da irgendwie seine Wünsche mit unterbekommt. Aber an sich muss man sich an die Datenquelle anpassen. Und da kann man halt eigentlich nur sinnvoll quasi diese ganzen Transformationen Unit testen. Es geht halt einfach gut, weil man im Endeffekt eine Blackbox hat und sagt, okay, es gibt einen Eingang. Nach dieser Transformation sollen die Daten halt so aussehen und das kann man halt relativ gut testen. Alles darüber hinaus, also Integration-Tests oder End-to-End-Tests sind halt einfach immer schwierig, weil man diese Datenquellen einfach nicht immer so wirklich gut abbilden kann in so einem Test. Manchmal geht das natürlich, aber oft halt nicht, weil man halt, das halt eine Maschine zum Beispiel oder ein Server, der von irgendjemand anderem kontrolliert wird, der die Request stellt. Und das kann man sicherlich mocken, aber damit hat man halt auch nur den Teil, den man da selber verstanden hat, mitgemockt. Und da kann halt auch immer was passieren, was halt, ja, kaputt geht. Deswegen, es gibt schon Parallelen, wo man sich einlesen kann, ist generell halt einfach Unit-Testing. Die ganzen Test-Frameworks, also in Python, vor allem PyTest, die sollte man auf jeden Fall mal angucken. Das ist auch alles nicht schwer. Das ist im Endeffekt ja auch kein Hexenwerk. Das ist an einen halben Tag sich damit beschäftigen. Dann würde ich sagen, hat man 90% dessen, was man halt irgendwie braucht, eigentlich schon gesehen. Und dann muss man halt einfach gucken, wenn man Probleme hat, dass man da halt weiter guckt. Das größte Problem ist ja eigentlich zu wissen, dass es diese Tools gibt. Und was dann natürlich immer noch ganz praktisch ist, ist so die ganze statische Analyse. Also quasi in Python ist das dann vor allem Rough und MyPy zum Beispiel, dass man dort halt guckt, okay, sind die Type-Ins, passen die zu dem, was auch reingegeben wird. Und damit kann man halt auch schon gewisse Sicherheit einfach erzeugen, dass einem das Programm halt nicht um die Ohren fliegt, wenn es dann irgendwie mit echten Daten zu tun hat. Auch wenn die Type-Ins an sich natürlich erstmal nur, ja, halt wirklich Hints sind. Deswegen ist aber halt die Datenvalidierung am Ein- und Ausgang auch so wichtig, dass man dort, also sobald das in die Anwendung reinläuft, die Daten einmal guckt, sind die in dem Schema, was wir erwarten? Wenn ja, dann geben wir es einfach weiter durch und dann wissen wir auch, dass die Types sozusagen stimmen. Wenn es nicht so ist, dann werfen wir einfach einen Fehler, der dann wieder abgefangen, also der dann im Monitoring halt erscheint. Und wir können uns angucken, was für Daten wir gesehen haben und uns überlegen, ob wir die halt einfach verwerfen in Zukunft oder ob wir die irgendwie wieder transformieren können und gucken, dass wir die dann doch noch in ein Format bringen, womit wir arbeiten können. Und ja, viele Data-Systeme sind halt auch einfach verteilt. Also es sind halt verteilte Anwendungen. Da reden viele verschiedene Systeme miteinander. Das ist einfach inhärent schwierig zu testen. Vor allem, weil man
nicht über alle Systeme die Kontrolle hat. Das macht es eigentlich am schlimmsten in dem Fall. Genau. Also ich nehme mit, wenn man jetzt eine Fast-API zum Beispiel entwickelt, dann Ja, spricht man meistens mit einem Nutzer und man kann ihm sagen, hey, du hast mir Daten geliefert, die ich nicht so erwarte, bitte gib sie mir nochmal neu. Das heißt, der Nutzer kann gegen unser System ja. irgendwie seine Eingabe anpassen. Das geht jetzt im Data Engineering oder im Data-Bereich schlechter, Da sitzt man weil halt auf der genau wir, anderen Seite. Ne? Dann sitzt man genau auf der Seite, wo man gesagt bekommt, pass bitte deine Requests an. genau, weil wir praktisch der Mensch sind und wir konsumieren Daten von anderen Maschinen. Was aus meiner Erfahrung auch oft rauskommt, ist, dass auch bei kleinen Startups, du musst halt, um das Startup in Wert zu haben, musst du erstmal 1 Million Daten irgendwie automatisiert verarbeiten und du hast erst 2 Nutzer. Das heißt, Ja, äh, auch da praktisch diese Softwareentwicklung im Frontend ist halt deutlich einfacher oder deutlich angenehmer, wie jetzt praktisch so dieses automatisierte Datenverarbeiten. Weil ohne ja, diese 1 Million Daten, die du verarbeitest, würdest du gar keinen Nutzer haben. So, auch da. Ähm, und genau, du sagst auch noch, was ein geiler Tipp ist, statische Analyse, wo du dann praktisch Python wieder zu dem machst, was dann zum Beispiel Java, Scala oder Rust ähm, ja, tut. Und Pydantic ist ja auch mit einem Rust-Backend geschrieben, wo du supergeil JSON und andere Daten einfach genau. deserialisieren kannst, Data Streams deserialisieren kannst. Und natürlich diese ganzen Data Lake-Formate, die erwarten natürlich auch irgendwie ein Datenschema, wenn du es Ja, dann praktisch downstream speicherst. Oder die Datenbank hat ja dann auch wieder ein ja, Data-Schema, das super statisch typisiert ist, wenn man nicht gerade in genau. Mongo zum Beispiel unterwegs ist. Genau. Ähm, und ja, genau, also du hast dann praktisch du schreibst diese Tests. Wann schreibst du die? Schreibst du die schon zur Exploration? Oder schreibst du die dann nachdem du praktisch deine Transformation entwickelt hast? Oder wie gehst du da vor? So wann kommt diese Testphase in deinem Entwicklungszyklus in so einem Projekt? Ja, unterschiedlich. Also idealerweise würde ich schon gerade bei den Transformationen eigentlich irgendwie den Test als erstes schreiben und dann gucken, wie entwickle ich diese Transformation dazu. Mhm. Gerade wenn man sehr viel Exploration vorher hat, ist das halt immer ein bisschen schwierig, weil man halt bei der Exploration auch schon guckt, okay, was kann ich eigentlich für Transformationen machen? Was für Transformationen, wie mache ich die eigentlich, damit ich irgendwie gerade bei komplexeren Sachen das Ganze aggregiere und berechne. Klar, wenn ich jetzt nur weiß, okay, ich muss hier irgendwie einen Durchschnittswert bilden über irgendeine Spalte und dann gruppieren, das ist natürlich ein bisschen was anderes, da kann man das schon machen. Aber je komplexer das wird, desto schwieriger wird das, den richtigen Zeitpunkt zu finden quasi. Also, aber spätestens, wenn das irgendwie Richtung Production geht und dann halt auch dauerhaft laufen soll und vielleicht auch mehrere Leute an dem Code arbeiten, dann muss man eigentlich irgendwo diese Tests bauen, weil man sonst keine Chance hat. Das ist halt wie in der Softwareentwicklung. Man will ja, wenn man etwas ändert, schon irgendwie die Gewissheit haben, dass einem nicht alles um die Ohren fliegt. Und das hat man eigentlich nur, wenn man irgendwie diese Tests zumindest auf einer ganz rudimentären Ebene zumindest hat, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier diese Komponente geändert, die Transformation ist jetzt vielleicht effizienter, aber die macht immer noch genau dasselbe wie vorher vom Input-Output-Verhalten. Und das ist halt, ja, spätestens dann sollte man sich das schon überlegen. Test-Driven Development ist an der Stelle halt oft, ja, da geht's halt wieder so, wie schnell will man sein und wie genau weiß man auch schon, welche Probleme man eigentlich löst. Wenn man das sehr genau weiß und dass sie auch relevant sind, dann kann man natürlich auch Test-Driven anfangen. Je mehr man erst gucken muss, ist das eigentlich das richtige Problem, was wir hier lösen, desto schwieriger wird es aus meiner Sicht zumindest, da direkt Test-Driven anzufangen. Aber klar, da gibt es auch verschiedene Meinungen dazu. Das wird auch immer mal wieder heiß diskutiert, wie viel Tests man eigentlich schreiben muss oder sollte. Super, super interessanter Punkt. Also genau, also liebe Manager, wenn euer Team skalieren soll, guckt ins Repo, ob da Tests drin sind. Und wenn eure Pipeline in Produktion geht, schaut auch ins Repo, ob zumindest die Grundlagen der Transformation und praktisch das Parsing, Deserialisierung der Daten und wieder den Downstream Write, ist der irgendwie getestet, ist der typisiert,
damit zumindest ganz klar ist, welche Daten kommen in unsere Pipeline, in unsere Microservice-Transformationstool rein und welche gehen raus. Ja. Weil natürlich, da kann man dann auch Richtung Data Mesh und Data Contracts sprechen, weil unser Tool ja weil so eine Data Pipeline ja in einem größeren Kontext funktionieren muss und verlässlicherweise funktionieren muss. Ja. Und wenn dann 2, 3 Mitarbeiter oder 2, 3 Leute im Team plötzlich sind und jemand verändert die Eingangs-Data-Schema-Validierung und eine Komponente unserer Software vertraut einem darauf, dass ein Feld immer da ist und der andere sagt, nee, das ist für mich optional, Ja. dann kann es praktisch sein, dass dadurch, dass es nicht getestet ist, dass die Data Pipeline dir dann praktisch mit einem Update oder mit einem Bugfix um die Ohren fliegt und nicht mehr deterministisch reagiert. Also super wichtig, nämlich wenn ein Team skaliert und wenn man in Produktion übergeht, dass einfach zumindest die Basics an Testing und Quality Genau. Assurance über PyTest, also Testing und statische Code-Checks implementiert sind. Und auch, CI/CD dann, genau. Also das ist ja Genau. dann praktisch dieses. Der nächste Schritt Ja. einfach darauf aufbauen. Ich finde es auch alles, wenn man quasi neu in ein Projekt reinkommt oder sich den Code angucken muss, ich finde Tests auch immer eine ganz gute Möglichkeit, um zu verstehen, wie der Code oder wie das Ganze eigentlich genutzt wird, wie das aussieht. Weil da halt eigentlich ja das Verhalten dieser Anwendung oder der Pipeline oder was auch immer man da genau hat, halt eigentlich mehr oder weniger vollständig beschrieben ist, zumindest von den einzelnen Komponenten. Und damit hat man halt auch einfach die Möglichkeit, besser zu verstehen, wie man den Spaß eigentlich nutzt. Wenn man halt nur sich Code angucken muss, der irgendwie etwas quasi aktiv macht, der dann halt verwendet wird, dann hat man da halt einfach ein bisschen eine andere Ausgangslage aus meiner Sicht. Aber das ist auch wieder so ein Trade-off, wie viel Zeit und wie viel Energie braucht man halt, um diese Tests auch zu entwickeln und wie viel bringt es einem im Long Run. Also gerade wenn man halt noch nicht weiß, was man macht, dann ist immer so ein schwieriges Thema, finde ich. Also ich tue mich da auch sehr schwer, irgendwie eine allgemeine Empfehlung zu geben, wann und wie viel man da machen sollte. Das ist immer sehr stark vom genauen Projekt oder von den Umständen Ja, das ist abhängig eine aus meiner Sicht. Beraterantwort, gell? Kommt drauf an. Ja, natürlich, also es kommt halt immer drauf an. Klar, es ist natürlich so eine Beraterantwort im weitesten Sinne, da gebe ich dir schon recht. Aber ja, also wichtig ist, dass halt ab einem gewissen Punkt, spätestens wenn es in Production geht, halt überhaupt zumindest die, sag ich mal, einfachen Tests gibt, mit denen man das grundlegende, wichtige Verhalten der Anwendung halt sicherstellen kann. Du bringst mir noch auf einen Punkt, den ich noch ergänzen wollte, wenn du gut gemockte Daten hast und die in den Tests drin sind, dann brauchen deine Entwickler keinen Zugriff auf Produktivsysteme. Wenn du mit personensensiblen GDPR-Daten und so weiter oder geschäftskritischen Daten unterwegs bist und du hast ja auch externe Entwickler und möchtest schnell mal ein Feature haben, und du hast gut gemockte Daten, dann brauchen deine Entwickler keinen Zugriff auf Prod-Daten, sondern die können gegen synthetische Daten, die du verwendet hast, entwickeln, ohne dass die in deiner Infrastruktur unterwegs sind. Ja, das ist ein wirklich guter Punkt. Und auch, liebe Manager, super geil. Und für Zertifizierungen und so weiter wahnsinnig gut einsetzbar. Habe ich schon öfters erlebt, dass ich dann gesagt habe, okay, ich weiß, ihr wollt mich nicht auf Prod haben, also lasst uns die Daten verfremden, lasst die uns mocken. Da brauche ich jemand aus dem internen Team, der macht das dann. Machen wir vielleicht auch zusammen mit Screensharing. Wir schreiben die Testcases und dann kann ich selbstständig auf meiner Maschine testen und Features entwickeln in meiner Infrastruktur. Also auch da super cool. Ich nehme mit, geil, vielen Dank für den Recap. Ich nehme mit Test-Driven Development, ja und nein. Ja. Gerade auch im Hinblick zu dieser Schnellenzeit, man muss nach 10 Mal entwickeln, wieder alles umbauen. Dann sind Tests natürlich auch eine Kostenfrage, eine Zeitfrage. Auf der anderen Seite werden sie auch zu einem riesen Kostenproblem, wenn die Datentransformation praktisch in Production Deployments dann failt und dann, sag ich mal, ein Business Dashboard steht oder dass man eventuell sogar falsche
Informationen hat, weil das Wetter in Grad Celsius und nicht mehr in Fahrenheit ingested wird und so weiter. Zum Also Beispiel. oder Timestamps falsch verarbeitet werden in der falschen Zeitzone. Es gibt ja so viele üble Dinge, was passieren kann hier, wenn man mit externen Systemen redet. Observability zur Laufzeit wirklich, also Cases abfangen und ein gutes Logging, eine gute Observability-Pipeline zu haben, die dann auch wirklich sagt, was geht schief in meiner Datentransformation, damit man das schnell fixen kann und ein Ticket stellen kann, wo drin steht, hey, guck mal, das ist der Alert. Lieber Entwickler, was ist da falsch gegangen? Du kannst irgendwie die Daten nehmen, mal in einen Test reinschmeißen und testen. Ja, Ja, genau, also Validierung, Input, Output, super wichtig für diesen Data Contract Dinge und Kompatibilität mit anderen Systemen. genau. Habe ich was vergessen, oder im Recap, in der Zusammenfassung von deinen Dingen? Nee, ich glaube nicht. Sehr schönes Abschlusswort. Nächstes Mal wollen wir dann über Dashboarding reden oder die Präsentation von Daten auch sozusagen fürs Business, weil mit einer CSV kann meistens niemand was anfangen, deswegen müssen wir das schön in eine grafische Darstellung überführen, mit der man halt einfach schnell sehen kann, was passiert. Und dann darüber werden wir das nächste Mal reden. Und für heute sind wir damit am Ende. Vielen Dank wie immer fürs Zuhören und vielen Dank auch, Uli, für dich, für deine Fragen, für die Diskussion. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja, danke, Aurel, für deine Expertise. War richtig geil, hab viel mitgenommen können. Und bei Fragen, meldet euch, schreibt uns an, schreibt Kommentare. Wenn was falsch war, schreibt keinen Kommentar, sondern schreibt eine Nachricht. Und wir verbessern es dann nächste Woche. Gute Zeit bis dahin Bis dahin, ciao. und danke fürs Hören. Ciao.